Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Wir sind wertvoll füreinander. In der heutigen Folge geht es um den Monat Juli. Was bedeutet der in Südafrika und was bedeutet die Zahl 67? Hört rein, was die drei euch dazu zu erzählen haben. Viel Spaß beim Zuhören. Hello there. Welcome to our podcast. This is Randani Ntangeni. It's nice for you to join us once again and to hear what we are up to here in South Africa at Utho Ngathi Disability Projects. July is a very special month for us here in South Africa in general, and also for us as an NGO in South Africa, where July we celebrate the birthday of the great Nelson Mandela. Nelson Mandela was born on the 18th of July, 1918. He had been making imprint on the world for 67 years, beginning in 1942 when he first started the campaign for human rights of every South African. He was imprisoned for that from 1962 to 1990 by the apartheid government for treason and conspiracy against the government. He was initially sentenced to life in prison. He was the first black president of South Africa and the first president to be elected in a full representative election, which queues were super long and people stood for hours and hours, but people were happy to be making their first vote in the democratic South Africa, black people especially. He was president of South Africa from 1994 to 1999. His government focused on destroying the culture and the apartheid government in the country, which had focused on social and racial segregation. Mandela received the Nobel Peace Prize amongst many of his great accolades. He received his Nobel Peace Prize in 1993 for peacefully destroying the apartheid regime and laying the foundation of democracy. After retirement from politics, Mandela started the Nelson Mandela Foundation that focused on combating HIV and AIDS and supported rural development and schools constructions. Because especially in rural areas and most schools in the townships were underdeveloped under the apartheid government. So Mandela made it his mission that there are good schools and with accessibility, good infrastructure and sanitation in those schools. Nelson Mandela International Day, or Mandela Day as it is popularly known, is an annual international day in honor of Nelson Mandela, celebrated each year on his birthday, the 18th of July. The day was officially declared by the United Nations in November 2009. Every year on Mandela's birthday, citizens are called on to devote at least 67 minutes to community service and working for the good of others. The duration symbolizes the 67 years that the late Nelson Mandela spent fighting for social justice and human rights. By dedicating these 67 minutes of their time, one for every year of Mandela's service fighting social justice and human rights, people can give back to the world around them and make a contribution to the greater global humanitarianism. Ja, da möchte ich ganz kurz übersetzen, was der Rendani gesagt hat. Natürlich diese 67 Jahre, die Mandela eingesetzt hat, um Menschenrechte zu verbessern, um das Leben für Menschen zu verbessern, auch in Südafrika. Und er war dann der erste schwarze Präsident und hat da versucht, natürlich das Apartheid-System zu zerstören, was natürlich diese Rassentrennung besonders den Menschen in Südafrika ganz schlimmes Leid gewesen ist, und hat dann dafür auch den Friedensnobelpreis bekommen in 1993 und hat dann besonders, nachdem er Präsident war, von 94 bis 99, hat er dann versucht, besonders im HIV- und AIDS-Bereich und in den ländlichen Gebieten Schulen zu bauen. Und da hat er sich sehr eingesetzt, und so wird dann heute auch bei den Vereinten Nationen offiziell anerkannt, dieser 18. Juli, dieser Mandela-Tag gefeiert. Und seit 2009 gibt es diesen Tag, und Menschen sollen sich für 67 Minuten, eine Minute für das Leben, das er für die Menschenrechte gekämpft hat, einzusetzen, um ihren Dorfregionen, in ihren Stadtregionen, da wo sie leben, eine Besserung zu schaffen für die Menschen, mit denen sie leben und arbeiten. Und
Da hat Mandela natürlich ganz viel mit getan und diese 67 Minuten sind ganz wichtig geworden. Und so wird jedes Jahr am 18. Juli an seinem Geburtstag dieser Tag gefeiert. Und der ganze Monat Juli ist also dieser Mandela-Monat für Südafrika und da wird ganz viele Aktivitäten gemacht, die halt das Land verändern sollen, die das Leben der Menschen verbessern sollen. Good day. It's Masao Superior again here. Hope you are all doing well. You know, the meaning of Mandela Day worldwide, which is being celebrated, and a lot of activities take place. And you know, when they came up with a day on what it should save, it should save to bring together people around the world to fight poverty and promote peace, reconciliation, and culture diversity, which is being practiced, of course, obviously in many countries. And speaking for South Africa, what is usually done, in what it should be said, find the Madiba in you. Schools are often painted, organizations painted newly with different people from all walks of lives that come together, celebrate and do the deed of course, in terms of doing a good gesture. Cleaning up campaigns within different communities, and Utho Ngathi, leading by example, did it in our community of Orlando East, around our area where we're working from. Tree planting was done. It's quite interesting because people come to talk and learn about each other as well. Making a child smile in many ways, that children also could understand that they are being loved. Donating of food and blankets to homeless people in different areas, on the streets, under the bridge, that shows that, you know, you care for them, and that is what Mandela would like and would do. Though not many activities relating to disabilities take place in bigger ways the way other things are being done. And it's a situation which, you know, with time, hope that it can change and we can concentrate on all aspects, including disabilities. An example in terms of what Mandela had said, it is for us to adapt our understanding of a common humanity, to learn of the richness of how human life is diverse, to recognize the presence of disability in our human midst as an enrichment of our diversity. Strong. And that is what Mandela had mentioned in terms of disabilities. And we hope going forward that disability would look at in a different way and more impact could be put in to enhance that persons with disabilities also are able to live happily. Ja, ganz kurz auch, was Masao so gesagt hat über den Mandela-Tag, der weltweit ja gefeiert werden sollte. Und das ist natürlich auch schön, weil er wirklich Menschen zusammenbringt in der Welt, um wirklich Armut zu bekämpfen, für den Frieden einzustehen und das Miteinander auch der unterschiedlichen Kulturen zu feiern und zu zelebrieren. Und da ist ganz interessant, was so in Südafrika dann gemacht wird. An dem Tag werden Schulen neu angestrichen oder irgendwo wird sauber gemacht in den Wohngebieten. Das haben wir als Utho Ngathi auch schon gemacht. Und ein Kind mal zum Lachen zu bringen. Also dieser Tag mit diesen 67 Minuten wird genutzt, um Menschenleben zu verändern und dass Leute, die sich sonst nicht so kümmern, einfach auch mal was tun können an dem Tag. Und so wird halt auch Lebensmittel an Obdachlose gespendet. Und dies ist allerdings in der Verbindung mit Behinderung oft ganz wenig Aktivitäten. Und so haben wir natürlich auch dann gelesen, was Mandela auch so über Behinderung gesagt hat. Und er möchte ganz klar sagen und wollte immer sagen, dass Menschen mit Behinderung auch diese unterschiedlichen Menschen zusammenbringen. Menschen mit Behinderung zeigen auch, dass die Menschenwürde, dass Menschen mit Behinderung dazugehören im Alltag. Und Masoso hatte da einen wirklich sehr guten Satz gesagt, den ich dann einfach auch nochmal so sagen möchte. It is for us to adapt our understanding for a common humanity, to learn of the richness of how human life is diverse, to recognize the presence of disability in our human midst
as an enrichment of our diversity. Und das hat Mandela dann ganz klar gesagt. Und solche Sprüche sind natürlich dann sehr gut. Und man so hofft, dass auch Menschen mit Behinderung weiterhin dazugehören und sich deswegen auch diese Situation entwickelt, dass Menschen mit Behinderung in diesen unterschiedlichen Kulturgruppen einfach mit dabei gehören. Und wir als Utho Ngathi bemühen uns da ja sehr. Ja, jetzt Andreas nochmal. So zum Schluss möchte ich auch noch sagen, dass Utho Ngathi und wir als Mitarbeiter uns natürlich auch in diesem Jahr bemüht haben, diesen Mandela-Tag, diesen 18. Juli zu feiern. Wir haben vorher geplant, was macht man in der Zeit der Pandemie, was macht man so einem Tag. Im Jahr 2020 konnte der Tag leider nicht gefeiert und durchgeführt werden. Und so haben wir 2021 gedacht, am besten werden wir was tun, um Menschen mit Behinderung, deren Familien und deren Nachbarn in so einem Wohngebiet, wo sie sind, auch in den Dörfern in Südafrika, aber auch in Sambia zu schützen gegen Corona und Covid-19. Und so haben wir dann 67 Paketchen gemacht mit Seife, Handdesinfektionsmittel und Masken und die verpackt und dann die erste Ladung dann vor dem Mandela-Tag in unsere Dörfer nach Makrobeni geschickt, hier in der Ostkap-Provinz in Südafrika. Die dritte Ladung war dann für Soweto. Da haben wir dann an dem Tag ganz viele Leute zusammengebracht, Jugendliche, die im Umfeld von unserem Büro wohnen und Menschen mit Behinderung auch besuchen können, aber auch ihre Nachbarn, ihre eigenen Leute betreuen. Und denen haben wir dann auch diese Pakete gegeben mit den Seifen, Desinfektionsmittel und Masken, um sich zu schützen. Und da war natürlich eine tolle Aktion, weil die Menschen wirklich gesehen haben, wir bemühen uns, gegen Covid-19 weiter zu kämpfen. Und wir haben eine weitere kleine Kiste nach Sambia geschickt, um dort auch in den Dörfern unsere Leute zu schützen, besonders Menschen mit Behinderung in ihren Familien und deren Nachbarn. Und ja, das Sozialministerium hat sich dann geäußert dazu und hat gesagt, das wäre natürlich eine tolle Leistung, dass wir das gemacht haben und ein herausragendes Projekt wieder an so einem Tag, an dem Mandela-Tag, Menschen halt auch in der Pandemie zu schützen. Unsere Kirchengemeinde hat auch was dazu gesagt und fand das natürlich auch sehr gut. Die sammeln zurzeit noch Masken und hoffen wir, dass wir einige Masken noch zusammenbekommen. Wir geben wirklich Tausende von Masken aus hier in der Zeit und ja, da sammeln wir auch Spenden in Deutschland für. Und das Projekt heißt Soap for Afrika und wir machen weiter, diese Spenden zu sammeln, weil wir auch weiterhin natürlich diese Kosten haben, die doch enorm hoch sind, weil so viele Menschen geschützt werden durch Seifen, Desinfektionsmittel und diese tollen Masken. Dankeschön. Tschüss.